Hallo zusammen und willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute verkosten wir 4 ganz spezielle Biere, die alle über 7% Alkohol haben. Einige von denen habe ich bei meinem letzten Englandurlaub mitgenommen, weil die thematisch so ungefähr ins gleiche Feld passen. Und ein bisschen erzähle ich auch dazu zu der Geschichte, weil das ist bei einigen Bierstilen ja immer ganz spannend, was das mal früher war und was daraus heutzutage geworden ist. Die würde man jetzt, wenn man da nicht so viel Ahnung von hätte, einfach als Starkbiere bezeichnen, britische Starkbiere, weil sie eben so viel Alkohol haben. Also auch in Deutschland gilt ja ein Bier mit 7% Alkohol als stark. Und das erste, was ich hier habe, ist das Gold Label. Das war früher von Whitbread. Whitbread gibt's ja jetzt nicht mehr. Das ist von AB InBev, also Anheuser-Busch. Irgendwie International Beverages oder so. Das ist alles ein Riesenkonzern, der aus mehreren Teilen besteht. Und ein ganz kleiner Teil davon sind die ehemaligen Whitbread-Biere. Gebraut in, ja, ich weiß nicht, irgendwo in der UK. Das Bier ist einer der ersten Barleyweine gewesen, die nach dem Zweiten Weltkrieg wiederkamen. Also 1970. Oder, ja, in den 70ern auf jeden Fall wurde das gebraut. Und damals gab es einen sehr komischen Trend in der Brauszene. Zum einen gab es diese Riesenkonzerne wie zum Beispiel Whitbread, die immer mehr profitorientiert gearbeitet haben, immer schlechteres Bier produziert haben. Und daher kommt auch immer dieses Gerücht, dass englische Biere so schlimm wären. Weil wenn man damals zu der Zeit eines von den neuen Lagerbieren, also wirklich Lager gedacht, untergärig, teilweise halt noch nicht mal untergärig, geschweige denn, dass die in irgendeiner Weise gelagert wurden. Wer das damals probiert hat, der weiß, der wusste, das ist alles nichts. Und die britische Bevölkerung hat das auch gemerkt. Das ist der Grund, warum es die Campaign for Real Ale gibt. Die haben nämlich sehr heftig dagegen gekämpft. Und das Resultat ist, dass es von diesen großen Konzernen fast keinen mehr gibt. Whitbread zum Beispiel ist weg vom Fenster. Barleywine war früher mal das Mild Ale der höchsten Stufe, also das mit den 4 Xen. Und hatte typischerweise 11 bis 12% Alkohol. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war ja die Stammwürze heftig abgesunken und deswegen ist dieses Bier mit 7,5% damals ein Starkbier unvergleichlicher Art gewesen. Und war eines von diesen Beispielen, warum so ein Konzern halt auch gute Biere brauen konnte, die dann eben aus der Dose kommen. Das ist ein bisschen stillos heutzutage. Damals war das wahrscheinlich eine relativ neue Idee. Vielleicht war das auch damals aus der Flasche. Aber die hatten gute Biere aus der Flasche und dann die schlechten am Keg, pasteurisiert und so. Alles das, was CAMRA, die Campaign for Real Ale, nicht so gerne mag. Und deswegen war das alles zum Scheitern verurteilt. Der Ron Pattinson spricht sehr gerne von diesem Bier und deswegen werde ich es mal probieren. Ich hoffe, man hört das Quengeln meiner Tochter im Hintergrund nicht zu sehr. Aber sie darf ja auch quengeln, wenn sie unbedingt möchte. Riecht erstmal nach einem sehr hellen Bier. Es hat eine leicht weinige Note. Es ist ein bisschen honigartig. Die Zutaten sind neben Gerstenmalzextrakt auch noch Glukosesirup und Maisflocken. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass hier jemand versucht, ein sehr schlankes Bier hinzukriegen, um das möglichst trinkbar zu machen bei dem hohen Alkoholgehalt. Eine Hopfenblume nehme ich gar nicht wahr. Ich nehme aber an, da ist so ein klein bisschen was. Vielleicht irgendwie sowas Mildes, Fuggles oder irgend sowas Neutraleres. Ja, also ich nehme an, da ist was sich einfach so gut einschmiegt, dass ich das nicht einzeln wahrnehme. Es ist auf jeden Fall nicht sehr stark gehopft. Ja, ganz schön charaktervoll. Also hat auch ordentlich, zum einen viel Alkoholstärke. Man merkt, wie sich das so schön wärmend auf die Zunge legt. Klein bisschen prickelt. Kohlensäure ist relativ gering, wie sich das gehört. Süßer Charakter ist da, der so nach dem Alkoholeindruck kommt. Es ist ein bisschen Honig, ein bisschen Malz da, ein bisschen Keks, aber relativ dezent dafür, dass es so stark ist. Und da kommt dann am Ende noch die bittere, die man ganz, wenn alles andere weg ist, dann so ein bisschen auf der Zunge merkt. Ist aber auch relativ dezent. Also ich könnte mir sowas wie 50 IBU jetzt vorstellen. Vielleicht. Es ist ja wie gesagt das Bier, was am ehesten so einem Massenbier von diesen 4 hier ähnelt. Also die nächsten 3 Biere, die jetzt vorkommen, die sind Burton Pale Ales. Und das ist etwas, was mir bis vor kurzem auch noch nicht richtig klar war, warum das jetzt nicht das gleiche ist wie ein Barleywine aus Burton oder eben ein Burton IPA. Das sind aber alle 3 unterschiedliche Dinge. Ein Burton Pale Ale ist ein dunkles Bier, was verhältnismäßig hell war, zu der Zeit, als das an den russischen Hof exportiert wurde. Das heißt, in Burton haben sie am Anfang dunkle Biere gebraut, die aber nicht so dunkel waren wie Porter und Stout, was eben aus London kam. Deswegen hießen die Burton Pale Ales und waren ein ganz anderer Stil. Also die waren relativ süß, die waren sehr bitter gehopft, dunkel, also anders als ein Porter, aber eben schon mit einem gewissen Charakter dazu und meistens sehr lange gelagert auch. Jetzt gucken wir uns mal das erste von denen an. Das kommt aus Schottland und ist das McEwan's Champion.
Das ist ein relativ neues, ich glaube, das ist aus den 90ern, das ist auch in meinem Real Ale Almanac nicht mit drin, weil das nachher kam. Und das ist vom Stil her ein Burton Pale Ale, aber die benennen es nicht so, weil heutzutage kaum einer noch weiß, was das wirklich ist. Das war in den 60ern, 70ern noch anders. Soll aber vom Stil wirklich das gleiche sein. Es ist sehr schwer herauszufinden, was das für Zutaten hat. Deswegen weiß ich da nicht viel. Es wird halt ein bisschen dunkles Malz drin sein, damit es dunkel wird. Und ja, vielleicht einfach deren Hefe so ein bisschen zum Vorschein kommen lassen. 7,3% Alkohol, also auch ordentlich. Und wir gucken mal, wonach es riecht. Oh wow, sehr, sehr süß. Karamell, bisschen Lakritz, aber überwältigend süßer Karamell. Auch nicht der Toffee, der so leicht angebrannt schmeckt, sondern wirklich klarer Karamell. Ich hoffe, es ist nicht zu süß, weil ich mag süße Biere nicht. Und wenn das eins ist mit viel Restextrakt, dann könnte mir das ein bisschen unangenehm sein. Es ist aber doch vom Geruch charaktervoll. Also diese Lakritznote und so die Tiefe, die, wenn man durch diese erste süße Schicht durch ist, dann wird es doch sehr angenehm. Probieren wir mal. Ja, es ist schon ziemlich süß. Es hängt so ein bisschen klebrig auf der Zunge. Es hat eine ganz dezente Bittere, die nachkommt. Es schmeckt wirklich deutlich lakritzig. Das ist sehr intensiv. Ein sehr süßes Lakritz, nicht so ein salziges, wie man das vielleicht von Salmiak oder so kennt. Aber ein süßes, lakritziges, wie so eine, ja, vielleicht die Haribo-Schnecken oder sowas. Ja, nicht mein Fall. Es ist auf jeden Fall interessant zu probieren, weil das halt mal was ganz anderes ist als die anderen Biere, die ich bisher hier probiert habe. Wie gesagt, aus England mitgebracht, aber es ist irgendwie ein bisschen sehr heftig. Also ich glaube, das müsste man im Weinglas trinken und dann nur so dran nippen. Dann geht das. Kohlensäure ist auch wieder schön niedrig, das ist gut. Dadurch kommt der Geschmack voll zur Geltung. Das Süße passt auf jeden Fall zu dem alten Stil Burton Ale und ich kann mir vorstellen, dass wenn die das als Starkbier oder Old Ale oder sowas beworben haben, dass das dann schwierig war für die da das gut zu promoten, weil das halt einfach, ja, es ist sehr süß. Also man muss wissen, worauf man sich einlässt. Das nächste Bier ist eins, das könnte man sich jetzt die nächsten 100 Jahre in den Keller tun und dann, vielleicht nicht 100 Jahre, aber vielleicht so 20, 30 Jahre, wenn Charles jünger wäre, vielleicht auch 50, denn es ist das Coronation Ale, das wirklich nur in diesem Jahr gebraut wurde, zur Krönung von King Charles. Es ist von Sainsbury's, also von der Supermarktkette, so eine Eigenmarke, aber es steht hinten drauf, dass das gebraut wurde in Blandford und ich weiß, weil wir durchgefahren sind beim letzten Urlaub, dass in Blandford die Brauerei Hall & Woodhouse ist. Das ist vom Stil jetzt, das erkennt man an den Zutaten und den Eigenschaften, auch ein Burton Pale Ale, meiner Meinung nach. Man kann sowas halt heutzutage auch Old Ale nennen, weil alles, was stark ist, wird lang gelagert und das ist auch ein Old Ale. Die Zutaten stehen drauf, das ist echt nett. Die nennen das Extra Special Ale, was natürlich auch irgendwie einfach irgendwas Starkes sein soll. Und enthält halt Crystal Chocolate Malt. Und die Hopfen sind Sovereign and Endeavour. Endeavour, weiß ich, soll so ein bisschen Johannisbeere reinbringen. Sovereign bin ich mir nicht ganz sicher. Müsste ich mal nachgucken. Habe ich jetzt noch gar keine Erfahrung mit. Habe ich aber schon mal gehört, den Namen. So, 7% Alkohol, also auch stark. Wie gesagt, ich meine, es wäre vom Stil her ein Burton Ale, ist aber schon was heller als das andere. Der Barley Wine ist tatsächlich relativ golden, also schon tief golden, haben sie schon gut gemacht. So wie man die Farbe sich auch vorstellt. Tatsächlich relativ ähnlich im Geruch wie das Champion Ale. Deutlich weniger Lakritz und Karamell. Es ist ein bisschen mehr so eine Keksigkeit da. Ich versuche gerade zu gucken, ob ich dann Hopfen wahrnehme. Da ist nämlich was. Ich nehme mehr Fruchtaromen wahr. Also ich nehme irgendwas wahr, was vielleicht Johannisbeer sein könnte, weil ich jetzt weiß, dass Endeavour drin ist. Auf jeden Fall rote Früchte, könnte man definitiv sagen. Vielleicht rote Johannisbeere, vielleicht ein bisschen Brombeere oder sowas. So eine komplexe Mischung ist es wirklich, aber schöne rote Früchte. Es riecht aber auch relativ süß. Nicht so karamellig wie das Champion, aber auch sehr süß. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Ja, sehr knackig. Nicht so heftig süß. Es klebt auch überhaupt nicht auf der Zunge. Es ist nur intensiv fruchtig. Also es ist eine sehr fruchtige Süße. Weniger karamellig. Jetzt habe ich deutlich die schwarze Johannisbeere auf der Zunge. Es ist aber auch noch ein bisschen so drumrum, ne? Verschiedene Früchte, vielleicht so ein bisschen rosinig, ein bisschen getrocknete Aprikose, irgendwie sowas, ein bisschen süßeres, nicht so klare Früchte, ein bisschen mehr so Fruitcake, könnte man sagen.
Aber das ist tatsächlich deutlich leichter zu trinken für mich als das Champion, weil ich einfach, wie gesagt, die süßen Biere nicht so sehr mag. Und ja, das könnte ich mir gerade vorstellen, dass man das so, auch in so kleinen Mengen, aber dann Stück für Stück, das sind ja beides hier halbe Liter Flaschen, dass man die wenigstens an 2 Abenden aufkriegt. Das nächste Bier, was wir jetzt probieren wollen, ist eins, was ich hier in Deutschland gekriegt habe. Nämlich in dem schönen Laden für britische Biere Brauart in Düsseldorf, wo unser Hobbybrauer-Stammtisch immer stattfindet. Das ist das Traquair House Ale. Traquair House ist in Schottland und ist eine der ganz alten Braustätten. Und da hat man, ich weiß nicht genau wann, wahrscheinlich in den 90ern oder so, mal irgendwann wieder angefangen zu brauen, weil das halt früher berühmt war. Und jetzt hat sich das ziemlich gut gemausert. Ich vermute jetzt, dass es vom Stil gleich ist. Einfach, weil es auch wieder mit der Beschreibung passt. Das ist hier in meinem Real Ale Almanach drin. Ich glaube, hinten drauf habe ich nicht so viel Beschreibung. Ne, ist auch immer. Die deutschen Aufkleber sind auch drüber, deswegen kann man da nicht viel machen. So. 2% Black Malt. Der Rest Pale Malt. Das ist alles, was da drin ist. Das heißt, da wird auch die Hefe einen ganz wichtigen Charakter spielen. Und East Kent Golding. 35 IBU. Also wenig IBU. 7,2%, ist das immer noch so? Ist immer ein guter Check, ob das Rezept, ja, 7,2%, ob das Rezept gleich geblieben ist. The oldest inhabited house in Scotland. Und dessen Brewhouse ist das. Okay. So, Farbe ist wieder ähnlich wie die anderen beiden. Vor allem auch so ganz leicht rötlich. Sehr hübsch. Das ist jetzt deutlicher Fruitcake. Das riecht sehr ähnlich wie mein eigen selbstgemachtes Fruitcake Old Ale, wo ich ja tatsächlich Trockenfrüchte reingestopft habe. Der Schaum ist sehr viel grobporiger und ich habe auch gesehen, bei dem Coronation Ale ist der Schaum schneller verflogen. Die ersten beiden, die haben richtig lange Schaumstabilität. Da ist jetzt immer noch eine komplett dichte Schaumdecke drauf. Ja, also hier haben wir eine sehr komplexe Mischung aus Toffee, aus getrockneten Früchten, also nur getrocknete Früchte, würde ich jetzt gar keine frische Frucht drin sehen. Also wirklich dick Rosinen, getrocknete Kirschen, getrocknete Pflaumen, sowas. Das riecht auch ein bisschen hopfig. Also ich meine, so den Anflug von East Kent Golding erkennen zu können, wie er so ist, wenn er in den letzten 10 Minuten mitgekocht wurde. Aber da muss die Hefe heftig mitarbeiten, weil das ist so komplex, das kann nicht nur Black Malt und East Kent Golding sein. Oh ja, leichte Säure. Ich habe keine Ahnung, ob das Brettanomyces vergoren ist, aber es wirkt so, als wäre das mit einer zweiten Gärung mit Brettanomyces gemacht worden. Und das ist wirklich knackig. Also das liegt jetzt ganz anders auf der Zunge. Es ist nichts übertrieben Süßes dabei. Man hat komplexe Früchte, die da auf der Zunge sich abspielen. Da hat man diese leichte Säure, die das Ganze unterstützt. Dadurch wirkt es nämlich fruchtig. Ich würde tatsächlich vermuten, dass es ein Fruchtbier ist, wenn ich nicht die Zutatenliste hätte hier in dem Buch. Und ja, dadurch ist das ein viel komplexeres Bier, was man vielleicht viel eher mit so Bieren wie dem Gales Price Old Ale, was ich beim nächsten Mal, wenn ich dazu komme, verkosten werde. Das habe ich nämlich auch noch hier. Das ist wirklich knackig. Also vielleicht sollte man es eher ein Old Ale nennen als einen Burton Ale, weil es deutlich saurer ist. Also erstmal ist es viel weniger süß. Das ist schon ein Unterschied. Und dann ist es noch leicht säurig. Ja, also haben wir hier einen Barley Wine, 2 Burton Ales und ein Old Ale oder Stock Ale oder ja doch, Stock Ale wäre es. Auch wenn es relativ dunkel ist, ist es ja trotzdem hell und kein Bier wie Porter und Stout. Ja, nicht schlecht. Also von denen am wenigsten gefällt mir das Champion Ale, weil das einfach sehr süß ist. Die anderen 3 sind alle okay, gut trinkbar. Coronation Ale war schon relativ anspruchsvoll. Das Traquair House Ale ist, glaube ich, auch richtig knackig. Ist jetzt die Frage, ob einem diese saure Note, wenn man mehr davon trinkt, noch gefällt. Das kann ich immer schwer sagen, wenn ich hier so kleine Mengen probiere. Dementsprechend würde ich sagen, alle nicht schlecht. Das Gold Label ist schon so das einfachste von diesen Bieren, was wahrscheinlich wirklich nur über die Schüttung arbeitet und der Rest ist einfach standardmäßig gemacht. Und das Traquair House Ale wirkt auf mich wirklich, als wäre es das am aufwendigsten gebraute. Sehr faszinierend, sehr komplex und garantiert mit irgendeiner speziellen Hefemischung oder sowas gemacht. Ja, dann werde ich jetzt nochmal, zumindest das, was ich in Gläser eingeschüttet habe, über den Rest des Tages trinken. Und wenn mir dazu noch was auffällt, schreibe ich das vielleicht hier in den Text, blende das ein. Und ansonsten haben wir das erstmal abgehakt. Die nächste Verkostung, entweder das Gales Price Old Ale oder ich zeige euch im nächsten Video das Bier, was gerade hinter mir einmeischt. Das ist das Brexit Porter, eine fertige Braumischung von dem Händler braumischung.de.
Ja, eins von den beiden kommt als nächstes und dann würde ich sagen, bis dahin und macht's gut.